Hallo zu unserer ersten Podcast-Folge aus dem Universum der AWS Cloud. Ich bin die Margarete, die Kommunikationslady der Umweg Systems, und heute bin ich zum ersten Mal in meinem Leben als Podcast-Host am Start. Mir gegenüber sitzt der Christian, unser CIO, dem ich rhetorisch gleich mal das Feld überlassen werde. Und wir, das ist das Team der Umweg Systems aus Rosenheim. Schön, dass ihr da seid. Christian und ich nehmen euch heute mal ohne Vorwarnung mittendrin ins Hier und Jetzt unserer Company. Organisatorisch schließen wir nämlich gerade den Kulturshift vom Präsenzmodell in der Arbeit hin zum Remote Leadership ab. Vor der Corona-Pandemie arbeiteten halt auch wir klassisch im Office in der Rosenheimer Innenstadt, aber jetzt nach 2 Jahren Homeoffice haben wir uns klar darauf committed, nicht mehr zum konservativen Präsenzmodell zurückzukehren. Davon profitieren jetzt unsere Kunden ebenso wie wir, und als schönen Nebeneffekt unserer christianischen neuen Arbeitskultur empfinden wir es, dass halt mehr Zeit und Lebensqualität für uns Menschen übrig bleibt. Beim Gelingen dieses Shifts hat uns der Christian Know-how über Mitarbeiterführung bzw. über die Performance-Entwicklung mitgegeben und uns da wirklich entscheidend vorangebracht. Ich muss sagen, unser CIO steht auf lebenslanges Lernen, aber am besten stellst dich jetzt einfach mal selber vor. Christian, ich gebe dir mal das Mikro. Dankeschön. Ja, erstmal hallo. Schön, dass ich hier heute da sein darf. Du hast mich schon toll vorgestellt, also so viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Ich bin jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren im Unternehmen, zwischenzeitlich eben auch in der Rolle des CIO und als Führungskraft für das IT-Team verantwortlich. Im Zuge dessen beschäftige ich mich unter anderem mit der Mitarbeiter- und Organisationsentwicklung, insbesondere eben, wie du auch schon erwähnt hattest, im Kontext der Remote-Arbeit. Ansonsten bin ich noch für das Projektmanagement zuständig. Genau, und auf der privaten Seite bin ich begeisterter Hobbykoch, spiele gerne Squash und, soweit es die Zeit zulässt, Brettspiele. Mega cool, vielen Dank, Christian. Du hast unsere Umweg Systems mit eiserner, aber liebevoller Hand durchstrukturiert und uns damit effizienter und glücklicher gemacht. Heute würden wir mal gern mehr von deinem super Thema Remote Leadership erfahren und haben eine Handvoll Fragen an dich. Bist du bereit? Kann's losgehen? Ja, gerne. Christian, sind Digital Leadership und Remote Leadership eigentlich dasselbe? Also, um das zu beantworten, ist es zunächst einmal zentral zu begreifen, dass Remote Leadership als Teilmenge des Digital Leadership verstanden werden kann. Und zwar insofern, dass sich das Verständnis des Remote Leadership historisch gesehen aus dem Digital Leadership herausentwickelt hat. In der ersten Zeit des digitalen Wandels sahen sich Führungskräfte mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert. Also wie koordinieren wir unsere Teams? Welche Tools sollten genutzt werden? Und natürlich auch ganz zentral, wie nutzen wir die Vorteile des digitalen Wandels, um auch die Zusammenarbeit effizienter zu gestalten? Wichtig war es dabei meiner Meinung nach vor allem, die Menschen für die digitale Transformation zu begeistern und den digitalen Wandel eben auch proaktiv innerhalb von Unternehmenskulturen voranzutreiben und im Zuge dessen auch ein digitales Selbstverständnis in den Teams und auch in jedem Einzelnen zu verankern und dadurch ein völlig neues Bewusstsein für Chancen und Risiken zu erzeugen. Spannend, vielen Dank. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was ist genau Remote Leadership? Um das zu erklären, nehme ich am besten mal unser eigenes Unternehmen als Beispiel. Wir sind jetzt 2023 bei einem Organisationsmodell angekommen, das 100% Remote-Arbeit ermöglicht. Das bedeutet jetzt nicht zwangshalber, dass immer und ständig aus dem Homeoffice oder von irgendwo anders auf der Welt gearbeitet wird. In der Realität ist es eher so, dass die Arbeit überwiegend hybrid stattfindet. Das bedeutet, Teile des Teams arbeiten alternierend im Büro oder remote. Aber die Flexibilität, frei zu wählen, mobil von einem beliebigen Ort aus zu arbeiten, ist immer vorhanden und dennoch funktionieren unsere Prozesse und unsere Zusammenarbeit nahtlos. Das zeigt eben auf der einen Seite, dass die digitale Transformation einen hohen Reifegrad aufweist, an dem wir natürlich auch fortlaufend arbeiten. Das Ziel ist da nie erreicht. Auf der anderen Seite bietet dieses Modell der Zusammenarbeit einen hohen Benefit für die MitarbeiterInnen in Form einer verbesserten Work-Life-Balance. Die Führungsaufgaben innerhalb des Remote Leadership drehen sich im Gegensatz zum Beginn des digitalen Wandels darum, all unsere
überall auf der Welt remote verteilten Ressourcen und digitalen unternehmerischen Ströme ideal zu lenken und zu antizipieren. Jetzt wollen wir die gebündelten Erfahrungen, die uns aus dieser ganzen Zeit zur Verfügung stehen, in echten unternehmerischen Nutzen transformieren. Dabei ist eben das Schöne, dass nicht nur wir selbst davon profitieren, sondern dann auch unsere Kunden und Partner. Verstanden. Und woran genau erkennst du bei uns im Unternehmen, Christian, dass wir Remote Leadership wirklich verinnerlicht haben? Kannst du das an irgendwelchen Merkmalen festmachen? Da muss ich jetzt so tun, als ob ich überlegen würde. Nee, also eigentlich liegt das ja ziemlich auf der Hand. Und zwar ist das zum einen, wenn ich mir die einzelnen Menschen in unserem Unternehmen anschaue, dann empfinden die sich alle als Digital Native. Also es ist egal von Berlin, Salzburg, Istanbul, München, Rosenheim oder auch Mühldorf. Alle sind es gewohnt, überall auf der ganzen Welt hybrid und auch selbstorganisiert zusammenzuarbeiten. Genau das ist unser neuer Arbeitsalltag und unsere neue Normalität. Das klappt aber eben nur deshalb, weil sich unser gemeinsames Führungsverständnis im ganzen Unternehmen grundlegend gewandelt hat. Das, was wir heute leben und verinnerlichen, hat gar nichts mehr mit starren Führungsstilen der Vergangenheit zu tun. Als Führungskräfte heutzutage wollen wir befähigen, moderieren und vor allem Sinn stiften. Und genau aus diesem Grund leiten wir alles in die Wege, um alle Kollegen und Kolleginnen zu einem ausgeprägten Selbstmanagement zu befähigen. Ganz wichtig ist es uns auch, Vertrauen, Selbstverantwortung und Agilität zu fördern und dadurch Mikromanagement hinter uns zu lassen. Gibt da spezielle Herausforderungen, gerade wenn man sich anschaut, Mikromanagement ist ja gefühlt so die Kultur des letzten Jahrhunderts. Welchen Herausforderungen bist du da begegnet? Ich kann jetzt mal versuchen, das aus meiner Perspektive wiederzugeben. Also mir geht es vor allem darum, herauszufinden, was wir aus Unternehmenssicht tun können, um unser Team und auch jeden Einzelnen bei der Remote-Arbeit optimal zu fördern und zu fordern. Und das wollen wir auch so machen, dass es eben für jeden jederzeit transparent ist. Dazu gibt es auch ein ganz spannendes Beispiel aus der Recruiting-Kommunikation. Also wir wollen unseren BewerberInnen und künftigen MitarbeiterInnen das ehrliche Versprechen geben, dass wir es bei der Remote-Arbeit besser machen als beispielsweise unsere Mitbewerber. Dazu müssen wir aber nachvollziehbar und eben auch ganz konkret beantworten, wie und mit welchen Methoden wir die Herausforderungen der hybriden Zusammenarbeit meistern. Dabei sind meiner Meinung nach vor allem 2 Ansätze erwähnenswert. Das ist zum einen Intentional Collaboration und zum anderen das Verständnis des Empathetic Leaderships. Da jetzt näher darauf einzugehen, würde aber den Rahmen sprengen. Also um was es im Kern eigentlich geht, ist eben, dass wir anfassbar machen wollen, welche Chancen und Risiken die Remote-Arbeit für Menschen, Unternehmen und auch Führung in sich bergen. Ganz wichtig, wie gehen wir im remoten sozialen Kontext menschlich miteinander um? Wie funktionieren wirtschaftliche Effizienz, Innovation, Kollegialität, menschliche Bindungen eben auch im digitalen, luftleeren Raum, wie man eben so schön sagt. Ja, und mit welchen Benefits aus dem Remote Leadership Ansatz können wir uns jetzt positiv absetzen? Dazu würde ich gerne kurz auf den Begriff Flexibilität eingehen, der ja zuvor schon einmal erwähnt wurde und der außerdem meiner Meinung nach in den letzten Jahren viel zu oft vor allem in Stellenausschreibungen genutzt wird. Unser Flexibilitätsversprechen setzt sich zusammen aus mehreren Einzelteilen, die zusammengenommen mehr qualitative Lebenszeit für alle Menschen in unserem Unternehmen ergeben. Um das zu erreichen, müssen zum einen Menschen ins Zentrum gestellt, gegenseitiges Vertrauen gelernt und auch proaktiv gefördert werden. Zum anderen verfolgen wir den Ansatz, dass gegenseitiges Vertrauen wächst und gestärkt wird durch die wachsende Anzahl positiver Kontakte zwischen den Menschen. Wir würdigen dabei auch Werte wie Respekt, auch den Respekt vor der Zeit anderer Menschen. Wir haben klare, zeitsparende Strukturen und Regeln definiert, um die Komplexität in der Zusammenarbeit zu verringern. Und außerdem halten wir auch die Kommunikation so schlank und so effizient wie möglich. Also ich zum Beispiel kommuniziere lieber regelmäßig kurz anstatt selten lang. Finde ich mega schön, dass da der Wertegedanke so präsent ist, Christian. Kannst du da noch näher drauf eingehen? Ja, klar, gern. Also aus meiner Sicht ist Vertrauen ein ganz zentraler Punkt. Viele Unternehmen sind da ja noch in alten Mustern gefangen, wie zum Beispiel beim Thema Arbeitsplatzwahl. Da gibt es immer noch Schwierigkeiten damit, die Leute auch da arbeiten zu lassen, wo sie wollen.
Sicher auch deshalb, weil es auch Vertrauensprobleme gibt. Wir halten es da ganz nach Scrum-Manier und gehen schlicht erstmal davon aus, dass jeder im Team gewissenhaft arbeitet und seine volle Leistung bringt. Diesen Vertrauensvorschuss bekommen dabei auch alle MitarbeiterInnen, nicht nur die Alteingesessenen. Schuldzuweisungen versuchen wir dabei komplett zu unterbinden, indem wir die Planung transparent über das ganze Team gestalten. Unsere wöchentlichen Teammeetings, die ja im Normalfall immer Montagmorgens stattfinden, dienen uns dabei zur Synchronisation, um uns den Überblick über Auslastung und Aufgaben zu geben. Zur Verdeutlichung vielleicht nochmal ein Beispiel. Also es gibt ja einige aktuelle Untersuchungen, die zeigen, dass viele remote arbeitende Menschen das Gefühl haben, sich ständig irgendwie sichtbar machen zu müssen, um dem Arbeitgeber zu beweisen, dass sie auch wirklich, wirklich arbeiten. Dieser Druck, ständig erreichbar sein zu wollen, kann meiner Meinung nach auch toxisch werden, der Menschen im schlimmsten Fall dann auch ausbrennen kann. Aus Führungssicht sehen wir uns da in der Pflicht, unsere Kolleginnen und Kollegen vor diesem Gefühl zu beschützen. Vielen Dank für diese super Einblicke, Christian. Also, wenn ich jetzt nicht schon hier arbeiten würde, würde ich, glaube ich, jetzt eine Bewerbung kritzeln. Ja, das freut mich natürlich. Tja, und jetzt interessiert uns natürlich noch, wie aus deiner Sicht unsere Kunden von unserem Shift ins Remote profitieren. Naja, also aus meiner Sicht profitieren unsere Kunden und Partner natürlich von unserer aufgeräumten, effizienten und kostensparenden Organisation als Dienstleister, aber eben auch unsere Schwerpunkte auf Kommunikation, auf Zuhören und Verstehen können, was ja heutzutage auch nicht mehr so selbstverständlich ist, und auch unsere offene und ehrliche Fehlerkultur, die eben schon im Vorhinein das Entstehen von Missverständnissen verringert. Das alles sind echte Mehrwerte für Menschen, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Dankeschön, Christian, super aufschlussreich. An euch da draußen, danke fürs Zuhören bei unserer Podcast-Premiere. Gebt uns gern Feedback oder schickt eure Fragen zum Thema. Ganz besonders freuen wir uns über eure Likes und Bewertungen und wenn ihr diese Folge mit all denen teilt, die es interessieren könnte. Ciao!